Hi, ich bin die Nina und heute zeige ich euch, wie man eine unserer E-Bike-Lampen an einem Specialized Levo oder Kenevo montiert. Bevor wir am E-Bike arbeiten, ist es wichtig, den Akku herauszunehmen. Als erstes lösen wir die Befestigungsschraube des Akkus. Dann entfernen wir das Kabel der Ladebuchse und ziehen den Akku heraus. Jetzt entfernen wir die Kurbel. Jetzt entfernen wir die Schrauben der Motorabdeckung. Und nehmen sie anschließend ab. Als nächstes entfernen wir die Steuereinheit und legen sie vorsichtig zur Seite. Jetzt entfernen wir die Abdeckung des Kabelschachtes. Als nächstes ziehen wir das Lichtkabel durch den Rahmen. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Stecker nach oben und die offenen Litzen nach unten Richtung Motor zeigen. Um uns das Ganze zu erleichtern, nehmen wir eine Führungshilfe, wie zum Beispiel einen stabilen Draht, und verbinden ihn mit den offenen Litzen des Lichtkabels. Um zu verhindern, dass das Kabel im Rahmen stecken bleibt, bedecken wir es komplett mit Isolierband. Nun fangen wir an, die Führungshilfe durch den Rahmen zu fädeln. Nun bereiten wir den zweiten Teil des Lichtkabels vor. Hierzu schieben wir den Schaumstofftunnel über das Lichtkabel. Anschließend drücken wir die zwei Adern bis zum Anschlag in den Steckverbinder. Jetzt verpressen wir die eine Seite mit einer Kombizange. Jetzt zwicken wir den abisolierten Teil des Kabels mit einem Seitenschneider ab. Als nächstes verbinden wir die beiden Lichtkabel miteinander. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Farbe der Adern sich jeweils gegenüberliegen. Anschließend verpressen wir die andere Seite des Steckverbinders mit einer Kombizange. Um eventuelle Geräusche im Rahmen zu vermeiden, schieben wir den Schaumstofftunnel über den Steckverbinder. Jetzt stecken wir das Lichtkabel in den passenden Lichtausgang. Bei Brose haben alle Anschlüsse eine farbige Markierung. Achtet darauf, dass ihr für das Lichtkabel des Frontscheinwerfers die grüne Buchse verwendet. Als nächstes montieren wir die SLX am Lenker und verbinden sie mit dem bereits verlegten Lichtkabel. Zuerst entfernen wir die untere Seite der Lenkerschelle. Jetzt nehmen wir die Bolzenschraube und bestücken sie mit einem O-Ring. Stecken sie in die dafür vorgesehene Öffnung und bestücken die andere Seite ebenfalls mit einem O-Ring. Nun schrauben wir den Halter per Hand vorsichtig an die Lampe. Sobald das Gewinde greift, ziehen wir die Schraube bis zum Anschlag fest.
Das Gewinde auf der anderen Seite verschließen wir mit dem Blindstopfen. Jetzt positionieren wir die Lampe mittig am Vorbau und befestigen die untere Seite der Lenkerschelle. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Nuten bündig übereinander liegen. Jetzt montieren wir die Fernbedienung am Lenker. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Symbole nach links zeigen. Wichtig ist, dass hier kein Spalt mehr zu sehen ist. Jetzt führen wir das Kabel durch den Kabeleinlass. Als nächstes entfernen wir die Kappe des Lichtkabels und verbinden es mit der Lampe. Beide Kabel verfügen über Markierungen, die beim Anschließen zueinander zeigen müssen. Nun bauen wir den Akku wieder ein, um die Lampe testen zu können. Jetzt testen wir die Funktion der Lampe. Sollte das Licht nicht automatisch mit angehen, ist die Lampe nicht richtig kontaktiert oder der Lichtausgang im Motor nicht freigeschaltet. Dann müsst ihr eventuell zum Händler, um ihn freischalten zu lassen. Wenn das alles soweit geklappt hat, können wir anfangen, das Fahrrad wieder zurückzubauen. Bei weiteren Fragen schreibt es einfach gerne in die Kommentare und ciao, bis zum nächsten Mal.